Hallo, meine lieben Zuschauer. Willkommen bei Onkel Wuschel. Heute habe ich ein Leckerbissen für euch. Wirklich. Nein, kein Novum. Aber Frankreich ist irgendwie anders. Und ich habe ein Trend 1000 von Rolls-Royce auf dem Auto. Ein Riesenungetüm. Ein Triebwerk, das für den Boeing Dreamliner 787 gebaut wird. Und das ist das größte Triebwerk, das wir mit unseren Fahrzeugen fahren können. 4,35 Meter hoch, 3,30 Meter breit und damit muss ich durch Frankreich. Und da ich durch die Mautstationen nicht durchpasse, bekommt ihr ungewöhnliche Aufnahmen zu sehen. Ich quäle mich über Departementsstraßen und Nationalstraßen durch Frankreich durch. Aber ich bin nicht alleine. Das gelbe Auto, das da vor uns wegfährt, weist mir den Weg und hilft mir ungemein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, es war einfach nur herrlich. Es war so eine schöne Fahrt. Ja, und so sah die ganze Fahrt aus. Über die Dörfer, sagt man so schön, ne? Ja, ich wäre ohne ihn hilflos gewesen. Und ja, wir haben uns so ein bisschen was zu Rate gebrecht. Er konnte ein bisschen Englisch und ich kann auch ein bisschen Französisch. Und so kamen wir da eigentlich ganz gut zurecht. Aber er hat mir den Weg freigehalten und ohne ihn hätte ich das wirklich gar nicht geschafft. Ach, es war anstrengend, aber wunderschön. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und schaut euch mal die Disziplin der Leute an. Er fährt vorweg, mit offenem Fenster wohlgemerkt und das bei ziemlich winterlichen Temperaturen und hat die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass sie doch bitte an die Seite fahren. Ja, das haben sie auch getan. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich war immer wieder erstaunt, wie gut ich durchgekommen bin. Ja, okay, ich hatte nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 50 Stundenkilometern. So, und jetzt schaut euch das mal an. Ich habe teilweise Blut und Wasser geschwitzt, wenn ich unter diesen Hochspannungsleitungen durchfahren musste. 4,35 Meter, das ist ja wesentlich höher als das, was normal die Höhe bei unseren Fahrzeugen ist. Ja, das Triebwerk ist nun mal sehr groß. Ihr habt es ja im Thumbnail wahrscheinlich gesehen, wie groß. Die Menschen wirken dagegen wie kleine Miniaturen. Ich bin unterwegs. Ja, in Frankfurt habe ich das Triebwerk geladen. Bin dann mit einem deutschen Begleitfahrzeug bis zur Grenze nach Neuenburg gefahren. Ja, Neuenburg klingt jetzt natürlich ein bisschen komisch. Neuenberg ist kurz vor Basel. Aber aufgrund der Höhenbeschränkung konnte ich gar nicht anders fahren. Musste also in Neuenburg über die Grenze. Oh, schaut euch mal diese wunderschöne Winterlandschaft an. Es war herrlich. Okay, das deutsche Begleitfahrzeug hat mich also bis nach Neuenburg gebracht. Und da war ein ganz kleines Problem. In Neuenburg konnte ich parken. Aber da war ich noch 2,5 Kilometer von der Grenze entfernt. Auf der Grenzstation selber hätte ich keinen Platz mehr gefunden. Also habe ich etwas getan, was ich eigentlich gar nicht hätte tun dürfen. Ich bin also morgens um kurz vor 8 dann diese 2,5 Kilometer noch bis zur französischen Grenze gefahren.
ein absolutes No-Go. Und ich weiß gar nicht, ob ich das hier überhaupt erzählen kann. Vielleicht dreht mir einer einen Strich daraus. Nein, ich hätte nicht fahren dürfen, weil von 6 bis 9 Uhr sind Schwertransporte in der Größe, wie ich ihn gefahren habe, in Deutschland nicht erlaubt. Aber ich habe mir gesagt, okay, diese 2,5 Kilometer wird mir wahrscheinlich keiner übel nehmen. Joa, hat mich auch keiner gesehen. Ja, bin ich dann über die erste Brücke und ja, war schon ein bisschen haarig, ohne Begleitung gefahren. Und zwischen den beiden Brücken dann am Grenzübergang, da bin ich dann stehen geblieben, damit die anderen Fahrzeuge an mir vorbeikommen und habe auf mein Begleitfahrzeug gewartet. Ja, der kam dann auch. Ich war zu früh und er war pünktlich, aber hat alles wunderbar geklappt. Und schaut euch mal einfach nur diese wunderschönen Aufnahmen an. Und so ging es eigentlich die ganze Fahrt. 500 Kilometer von Neuenburg am Rhein bis nach Paris. In der Nähe vom Flughafen Charles de Gaulle, da sollte ich abladen. Faszinierend, und das bei diesem Wetter. Es war so schön. Aber wie gesagt, auch anstrengend. Normalerweise wären 500 Kilometer überhaupt kein Problem für mich. Schaut euch das einmal an, das französische Jura. Es ist sowas von schön. Also ich glaube, da sind mir wirklich gute Aufnahmen gelungen, oder? Sagt mal selber. Ja, könnt ihr mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob euch das gefällt. So, und zum Abschluss des Videos, mittelalterliche Stadt mit Stadtmauern, so wie man das in Deutschland eigentlich eher selten sieht. Aber hier ist das so wunderbar erhalten. Ja, das musste ich für euch mit im Bild festhalten, weil das war etwas Besonderes. Jo, wir fahren jetzt hier an der Stadtmauer entlang. Leider war ich nicht innen drin. Da hätte ich mit meinem Triebwerk auch gar nicht so unbedingt reingepasst. Ich habe jetzt keine rote Ampel überfahren. Was bei uns der grüne Pfeil, dieses Blechschild ist, das ist in Frankreich das blinkende gelbe Licht. Das heißt also, man darf dann tatsächlich rechts abbiegen. Habe ich vorher nicht gewusst. Aber da ich ja im Konvoi gefahren bin, durfte ich ja auch über rote Ampeln drüber wegfahren. Wenn er noch bei grün und bei mir wurde rot, ja, dann durfte ich fahren. Da gab es am Ende noch ein ganz großes Problem. Also echt, da gab es wirklich ein echt großes Problem. Ich musste am Berg anhalten. Normalerweise war ein Schwung, hätte ich mit ihm mitfahren können, aber da hat mich irgendein Knallkopf überholt und ist an der roten Ampel stehen geblieben. Und das bei eisglatter Strecke. Auf dem Motorwagen kein Gewicht. Ich habe gefühlt 5 Minuten gebraucht, um an diesem Abhang dann, als die Ampel auf grün schaltete, hochzukommen. Die hinter mir haben mit Sicherheit verzweifelt. Und schuld war da einfach nur dieser Pkw-Fahrer, der nun meinte, in unseren Konvoi reingehen zu müssen und an der Ampel angehalten hat. Er hätte fahren müssen, natürlich, wenn er sich da schon reinmogelt. Und dann hätte ich auch keine so großen Probleme gehabt. Aber, naja, das war eigentlich so das einzige Problem. Ja, und dass ich meine Plane verloren habe. Das über das Triebwerk war, weil diese Tampen, mit denen ich das festgemacht habe, da ist eins von gerissen und das hat ausgereicht. So, zum Abschluss noch meine schöne kleine Baustelle. Ach, nee, also eigentlich im Großen und Ganzen muss ich sagen, war toll. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch gerne mal wieder bei mir vorbei. Und über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen.
und schreibt mir mal in die Kommentare, was war denn nun meine schönste, engste Stelle? Und damit sage ich, wie immer, macht es gut.